Hallo, wie immer, wir schauen heute ganz kurz und knapp uns einmal an, wie man an einem T5 Multivan, in dem Fall 2,5 Liter Diesel mit 174 PS, das sogenannte N75 Magnetventil, also das Ventil für die Ladedruckregelung, austauscht. Genau, ist bei VW als Druckwandler einfach nur bezeichnet. Teilenummern, Link zum Kaufen etc. in der Beschreibung. Gerne auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr euch unsicher seid, welche Teilenummer für euer Motor gilt, weil ähm, ich erwähne zwar die 1,9 Liter und die 2,5 Liter Variante in der Beschreibung, aber wie gesagt, gibt da verschiedene Teilenummern. Wenn ihr euch unsicher seid, einfach kommentieren. Genau, zuerst tun wir hier den Druckspeicher einmal mit einer Kreuzschlitzschraube rausdrehen. Jetzt sehen wir hier unten diese Metallhalter. Einmal hier auch die Zeichnung eingeblendet. Hier ist die Nummer 17. Das ist quasi das Ventil, wo an der Unterseite von dem Halter ist. Weil wir haben quasi oben ein Ventil, unten ein Ventil und links ein Ventil. Das N75 ist das untere Ventil. Das ist hier einmal mit zwei Muttern, Schlüsselweite 10 befestigt. Am besten kommt man hier mit einer Ratsche, mit einer kleinen Ratsche mit kurzer Verlängerung ran. Dann einmal die hintere, also die nicht so gut zugängliche Mutter lösen. Das ist auch ein allgemeiner Tipp, wenn ihr Schrauben löst, Muttern löst, immer die, wo man am schlechtesten hinkommt, zuerst. Genau, dann die vordere, dann sind beide ab. Dann kann man das Ganze hier einmal vom Halter runterziehen und dann durch die ganzen Schläuche, die da verlaufen, den Stecker abziehen. Da sieht man, dass hier so eine Nase dran, die muss quasi nach hinten und unten gedrückt werden und dann kann man den Stecker abziehen. Wenn der hängt, ist auch ein guter Tipp, immer den Stecker gegen das Magnetventil drücken, dann diese Nase betätigen und dann abziehen. So, ich mache das Ganze so, ich halte mir das Ersatzteil, man sieht hier ist auch ein gebrauchtes Ersatzteil, direkt neben das Original und dann tue ich einen Schlauch nach dem anderen umstecken, dann brauche ich da auch nicht groß aufpassen, kann keinen verwechseln und bin einfach auf der sicheren Seite. Genau, hier hole ich gerade noch einen kleinen Schraubenzieher, weil die Schläuche hier, die kleben können, ja, weiß nicht, ob kleben das richtige Wort ist, aber die sind hier ziemlich fest an dem Magnetventil. Wichtig mit dem Schraubenzieher nicht den Schlauch runterdrücken, sondern wirklich nur zwischen Ventil und Schlauch reinfahren und dann den Schraubenzieher einmal so, ja, eigentlich möglichst rundrum bewegen, um ihn zu lösen. Dann kann man den hier, wie gesagt, auf das Ersatzteil draufstecken. Dasselbe machen wir dann für die weiteren Schläuche. Genau, Nummer 2. Jetzt kommt noch der letzte. Übrigens, wenn ihr in eurem Motorraum so eine Art muhendes Geräusch hört, ist auch immer ein Hinweis auf ein defektes N75-Ventil. Genau, jetzt einmal das Ventil wieder beim Schlauchpaket durchfädeln, dann einmal den Stecker wieder aufstecken. Und das Ganze von unten an den Halter und wieder mit den besagten zwei Muttern festmachen. Genau, vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, was ist überhaupt das Magnetventil, wo an der Oberseite vom Halter montiert ist. Das ist quasi auch ein Magnetventil, schaut auch fast identisch aus wie das N75. Allerdings wird damit die Abgasrückführung gesteuert und nicht der Ladedruck. Gibt es auf meinem Kanal auch ein anderes Video dazu. Und auch an der Stelle vielleicht nochmal kurz zu den Teilenummern. Wir haben hier beim 2,5 Liter die 1K0 906 627A oder alternativ die 1J0 906 627B. Genau, ansonsten sieht man hier im Video gerade noch, wie ich die beiden Muttern festschraube. Und damit wären wir quasi mit dem Austausch auch fertig.
Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Gerne bis zum nächsten Mal.